Einmal in einem Königreich, das von dichten Wäldern und hohen Bergen umgeben war, lag ein See mit kristallklarem Wasser, der Silbersee genannt wurde. Dieser See war nicht nur für seine Schönheit bekannt, sondern auch für die Legende von einer untergegangenen Stadt tief in seinen Tiefen. Elara, eine junge und abenteuerlustige Forscherin, hörte diese Geschichten seit ihrer Kindheit. Ihr Großvater pflegte zu erzählen, wie die Stadt aufgrund eines Fluches in den See gesunken war und dass unermessliche Schätze in den Ruinen verborgen waren. Mit einer Karte, die von ihrem Großvater gezeichnet wurde, machte sich Elara mit einer Gruppe mutiger Abenteurer auf den Weg, die verlorene Stadt zu finden. Sie reisten durch dichte Wälder, überquerten schwindelerregende Berge und kämpften gegen wilde Tiere, bis sie endlich den Ufern des Silbersees standen. Mit Hilfe eines speziell angefertigten Unterwasserfahrzeugs tauchten sie in die Tiefen des Sees. Was sie dort fanden, war jenseits ihrer kühnsten Träume. Eine prächtige Stadt, vollständig intakt, mit goldenen Türmen und marmornen Straßen. Aber die Stadt war nicht verlassen. Geisterhafte Bewohner wanderten durch die Straßen, gefangen in der Zeit. Einer der Geister, ein alter König, trat vor und sprach: Ihr, die ihr die Ruhe dieser Stadt gestört habt, müsst den Fluch brechen, der uns hier gefangen hält. Elara und ihre Gruppe fanden heraus, dass der Fluch durch die Wiederherstellung eines gestohlenen Artefakts des Herzens von Silbersee gebrochen werden konnte. Dieses Herz war ein riesiger Kristall, der das Gleichgewicht der Stadt aufrechterhielt. Die Abenteurer durchsuchten die Stadt und fanden den Kristall in einem versteckten Tempel. Aber es war bewacht von einer riesigen Wasserschlange, dem Wächter des Fluches. Ein erbitterter Kampf entbrannte. Mit Geschick und Mut besiegten sie die Schlange und platzierten den Kristall zurück an seinen Platz. Ein helles Licht erfüllte die Stadt und das Wasser begann sich zurückzuziehen, wodurch die Stadt wieder zum Vorschein kam. Die Geister wurden befreit und dankten Elara und ihrer Gruppe. Als Zeichen ihrer Dankbarkeit schenkten sie Elara einen kleinen Silberanhänger, der die Macht hatte, die Zukunft zu sehen. Elara und ihre Freunde kehrten als Helden in ihr Königreich zurück, und die Geschichte von ihrer Tapferkeit wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Aber Elara wusste, dass das wahre Abenteuer in den Beziehungen lag, die sie auf ihrer Reise geschmiedet hatte, und in den Lektionen, die sie aus der verlorenen Stadt von Silbersee gelernt hatte.